Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Sind wir mal ehrlich, die Sportfunktionen, die ich hier oben habe, hier rauf zu bekommen, das wäre doch schon was. Ich meine, das, was Garmin an Sport- und Trainingsfunktionen auf seinen Uhren bietet, ist natürlich kaum zu übertreffen. Und ich glaube, es gibt nicht nur den einen oder anderen Apple Watch-Benutzer, der zu einem Garmin-Benutzer hinüberschaut und sich denkt, boah, warum kann meine Uhr das nicht? Die Sensoren sind doch da. Aber es hadert halt an der Software, beziehungsweise an der hauseigenen Software. Denn Apple könnte ja im Prinzip alle diese ganzen Funktionen implementieren. Und genau das ist das Thema meines heutigen Videos. Wie viele von diesen ganzen Trainings- und Gesundheitsfunktionen bekomme ich auch auf die Apple Watch? Brauche ich dazu 10 verschiedene Apps? Was kostet mich das Ganze? Das wollte ich herausfinden. Ob ich es geschafft habe, das zeige ich euch jetzt. Also würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Schauen wir uns mal an, welche die wichtigsten Gesundheits- und Trainingsfunktionen sind, die es bei Garmin gibt. Als Vergleichsuhr habe ich die Garmin Tactix 7 AMOLED Edition, die im Prinzip alle Funktionen hat, die es aktuell bei Garmin gibt. Von der Trainingsseite her gibt es im Prinzip zwei Haupttrainingsfunktionen, die wiederum in Einzelfaktoren unterteilt sind. Das ist auf der einen Seite der Trainingszustand. Dieser sagt mir, ob sich meine Fitness verbessert, gleich bleibt oder stagniert. Faktoren, die hier Einfluss haben, sind die akute Belastung, der Belastungsfokus, mein V2 Max, der HV-Status sowie die Erholung. Hier geht es im Prinzip darum, besser zu werden oder bereit für einen Wettkampf zu sein. Auf der anderen Seite gibt es die Trainingsbereitschaft, das heißt, wie gut habe ich zuletzt geschlafen, wie erholt bin ich, wie sieht mein HV-Status aus, sowie meine akute Belastung, Schlaf und Stress der letzten Tage. Interessant ist zu beobachten, dass es drei Faktoren gibt, die für beide Trainingsfunktionen von großer Bedeutung sind, nämlich der Schlaf, der HV-Status und die akute Belastung. Darüber hinaus finden wir den aktuellen Stress, die Bodybatterie und tägliche Trainingsvorschläge bzw. Trainingspläne für Wettkämpfe. Weiters bietet Garmin Laufprognosen, einen Hill-Score oder einen Ausdauerwert an, die meines Erachtens nach nicht so wichtig sind und von daher werde ich sie auch in diesem Video nicht behandeln. Zusammengefasst kann man sagen, dass man Folgendes auf die Apple Watch möchte. Ich möchte wissen, wie gut erholt ich bin und wie intensiv ich trainieren kann bzw. soll. Gleichzeitig möchte ich auch wissen, ob ich mein Training weiterbringt oder ob ich stagniere. Ich möchte meinen HV-Status wissen, mein Schlaf soll analysiert und mein V2 Max berechnet werden. Meine Stresswerte sowie eine Bodybatterie wären ebenfalls interessant und tägliche Trainingsvorschläge bzw. Trainingspläne für Wettkämpfe möchte ich ebenfalls haben. Bevor wir uns das Ganze auf der Apple Watch anschauen, wer hier aussagekräftige Werte haben möchte, den empfehle ich in der Health App unten rechts auf Entdecken zu gehen und unter dem Punkt Herz Vorhof-Flimmern-Protokoll zu aktivieren. Macht man das, dann misst die Apple Watch alle paar Minuten die Herzfrequenzvariabilität und speziell nachts bekommt man dann einen sehr genauen Durchschnittswert, der sehr wichtig für die Trainingsanalyse ist. Alternativ kann man auch gleich nach dem Aufwachen eine Atemübung machen. Man muss nur aufpassen, da eine zu intensive Atmung oder zum Beispiel der Druck auf der Blase in der Früh den Wert bereits verfälschen könnte. Wer sich schon einmal mit der Thematik beschäftigt hat, der weiß, dass es eine App gibt, an der kein Weg vorbeiführt, und zwar an der App Adlytic. Ich verwende die App jetzt seit circa 1,5 Jahren und zu sehen, wie sich diese weiterentwickelt hat und welche neuen Funktionen integriert wurden, ist wirklich ganz, ganz toll. Schauen wir uns zuerst die App auf dem Handy an und dann schauen wir uns an, welche Funktionen wir auf der Uhr bekommen. Wenn wir in die App hineingehen, finden wir oben ein Textfeld, das uns begrüßt oder ein kleines Feedback zu unserem Training gibt. Dann startet auch schon der interessante Teil. Im Feld links oben finde ich meine Erholung. Diese errechnet sich aus meinem durchschnittlichen HV der letzten Nacht und der aktuellen Ruheherzfrequenz. Rechts oben komme ich dann zur Analyse meines Schlafs, inklusive Schlafdauer und Schlafphasen. Es wird auch die Länge meines erholsamen Schlafes analysiert. Es wird ein Schlafziel für die nächste Nacht festgelegt. Ich bekomme Auskunft über Schlaftrends und kann mir sogar anschauen, wie der Puls oder die Atmung im Schlaf war.
Das Kästchen links unten zeigt mir die Anstrengung bzw. meine Trainingsbereitschaft an, sprich wie intensiv ich heute trainieren soll. Ich bekomme je nachdem wie erholt ich bin eine Intensitätszone empfohlen sowie auch einen Trainingsvorschlag. Beim letzten Kästchen rechts unten sehe ich dann meine Gesamtkalorien, die ich über den Tag verbrannt habe. Neu ist jetzt auch das Aufzeichnen der aktuellen Stresswerte. Hier finde ich dann Auskunft über meinen aktuellen Wert sowie den Tagesdurchschnitt und einen Chart, der den Stressverlauf grafisch darstellt. Das ist aber natürlich nicht alles. Unter dem Punkt Trends finde ich folgende Dinge. Die Gegenüberstellung meiner Erholung und Anstrengung. Je erholter ich bin, desto intensiver kann ich trainieren. Beide Punkte sollen sich idealerweise in diesem grauen Bereich treffen. Ich bekomme in der App auch meine Trainingsbelastung angezeigt. Fitness ist die chronische, langfristige Belastung und Fatigue die akute, kurzfristige. Auch meinen Belastungsfokus finde ich hier. Trainiere ich viel im leichtaeroben, hochaeroben oder anaeroben Bereich. Dann informiert mich die App über mein aktuelles Belastungsverhältnis. Das soll idealerweise zwischen 0,8 und 1,2 sein. Also ich bin da schon an der unteren Grenze. Darüber hinaus kann ich mir meine Erholung über einen längeren Zeitraum anschauen. Ich sehe, wie lange ich mich in welcher Pulszone aufgehalten habe. Ich sehe meinen durchschnittlichen Stress, meinen V2 Max, meine Herzratenerholung etc. Welche Daten sehe ich auf der Uhr? Im Prinzip bekomme ich hier die wichtigsten Daten für den Tag zusammengefasst. Ich sehe meine Erholung, auch den wöchentlichen HV- und Ruhepuls, meine Anstrengung inklusive Trainingsziel, Pulsverlauf und Stress. Mein Schlaf wird kurz zusammengefasst und ich sehe natürlich meine Gesamtkalorien. Ich kann mir Komplikationen auf das Watchface legen und mir auch Grafiken als Smart-Stapel erstellen. Die App kostet 3,99 € im Monat oder 31,99 € im Jahr und ist meines Erachtens nach wirklich jeden Cent wert. Wenn man sich anschaut, wie viel man alleine mit dieser App schon an Trainingsfunktionen bekommt. Wer jetzt aber sagt, ja, ist ja cool, aber irgendwie zu viele Daten, ich hätte das Ganze lieber ein bisschen einfacher und vielleicht optisch ein bisschen ansprechender, dem kann ich die App Gentler Streak empfehlen. Hier sehe ich meine akute Belastung in einem grünen dynamischen Balken dargestellt. Dieser ist in 3 Zonen eingeteilt. Befinde ich mich im oberen Bereich, verbessert sich meine Fitness, im mittleren Bereich erhalte ich sie und im unteren Bereich komme ich in eine Erholungsphase. Wenn ich weiter nach unten ausbreche, baue ich Fitness ab und auf der anderen Seite breche ich nach oben aus, dann habe ich es wohl übertrieben und sollte einen Schritt zurück machen, da natürlich die Gefahr für Verletzungen oder Übertraining steigt. Da Schlaf einer der wichtigsten Erholungsfaktoren ist, analysiert die App verschiedene Metriken in der Nacht, um mir dann das Okay für ein entsprechendes Training zu geben. Das sind die Schlafherzfrequenz, die Schlafdauer, die Herzfrequenzvariabilität, die Atemfrequenz, Temperatur sowie Sauerstoffsättigung. Diese Daten werden 7 Tage gesammelt und danach wird mir mein Normalbereich gebildet und ich werde dann täglich informiert, ob es hier zu Abweichungen gekommen ist. Trainingsvorschläge gibt mir Gentler Streak ebenfalls. Zu diesen komme ich, wenn ich rechts oben auf Go Gentler klicke. Hier sehe ich zum Beispiel einen Vorschlag für einen Lauf in der Herzfrequenzzone 2 bis 3 für 140 Minuten oder wenn ich weiter blättere in Zone 4 für 50 Minuten. Am Balken oben erkenne ich dann die Auswirkungen auf die Belastung. Und habe ich heute weniger Zeit, so kann ich die Aktivität aber auch entsprechend anpassen, indem ich oben am Balken das Ganze verstelle. Kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte heute nur 70 Minuten laufen. Direkt auf der Uhr kann ich dann das entsprechende Workout starten, sehe den Herzfrequenzbereich und in Echtzeit die Auswirkungen auf meine Trainingsbelastung. Auch diese App kostet kein Vermögen, sie kostet 39,99 € im Jahr. Das ist jetzt auch der Moment, wo ich ein kleines Giveaway ankündige. Ich habe von den Entwicklern von Gentler Streak einen Code für ein einjähriges Abo bekommen. Wenn du den gewinnen möchtest, dann schreib in die Kommentare, warum gerade du den am nötigsten hast, warum du unbedingt die Premium-Funktionen von Gentler Streak nutzen möchtest. Ich schließe mir die alle durch und derjenige, der mich am meisten überzeugt, der bekommt dann die Code von mir. Also viel Glück!
Was für mich leider noch nicht möglich war, ist eine Alternative zur Bodybatterie zu finden. Ich versuche mich zwar gerade an der App Training Today, die kann man nämlich so konfigurieren, dass sie die Herzfrequenzvariabilitätsänderungen während des Tages darstellt. Bin mit dem Ergebnis noch nicht 100% zufrieden. Ich halte euch hier aber natürlich gerne auf dem Laufenden. Eine App, die ich gerne testen wollte, leider aber keinen Beta-Zugang mehr bekommen habe, ist Superset. Dies erscheint aber bereits am 8.1. und verspricht ebenfalls alle möglichen Daten wie Belastung, Erholung, Stress, Schlaf, Herzfrequenzvariabilität etc. zu analysieren und dann entsprechende Trainingsvorschläge zu geben. Ich werde mir die App auf alle Fälle anschauen und euch dann darüber berichten. Was spezifische Laufpläne betrifft, habe ich mir ein paar Apps angeschaut. Am besten hat mir da die App Runner gefallen. Runner kostet 19,99 im Monat bzw. im Jahresabo 119,99. Das ist jetzt nicht wenig, aber auf der anderen Seite andere Trainingspläne kosten auch nicht viel weniger. Kann ich zum Beispiel für einen Wettkampf trainieren, generell fitter werden, ich kann für meinen ersten 5-Kilometer-Lauf trainieren oder auch für einen Triathlon. Mir werden dann je nach Zweck verschiedene Trainingspläne vorgeschlagen. Und nachdem ich dann Daten eingegeben habe, wie wann möchte ich trainieren, wie lang möchte ich trainieren, wann soll mein Long Run sein, erstellt mir die App dann meinen individuell gestalteten Trainingsplan. Wenn das Ganze dann erstellt ist, sieht man oben einen Überblick mit den gesamten Wochen, der gesamten Distanz. Ich habe auch hier auch schon die erste Woche, wo ich sehe, welche Läufe in der ersten Woche zu tätigen sind. Zum Beispiel am Dienstag habe ich hier wirklich diese gesamten Erklärungen. Ich sehe oben die Gesamtzeit, wie lange das Workout dauert und unten dann die Beschreibung etc. Das Tolle dabei ist, dass es dafür auch eine App auf der Uhr gibt, die einen komplett durch das Training leitet bzw. entsprechende Hinweise gibt. Alle Funktionen, die Garmin bietet, auf die Apple Watch zu bekommen, war natürlich illusorisch. Was aber App-Entwickler in den letzten 1 bis 2 Jahren auf die Apple Watch an Funktionen gebracht haben, ist wirklich beeindruckend und ich bin wirklich gespannt, was die nächsten Monate und Jahre alles noch so kommt. Falls ihr Apps kennt, die einen noch besseren Job machen als die ich euch heute gezeigt habe oder ihr andere Lösungen habt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare oder ihr könnt natürlich immer gerne in meine Telegram-Gruppe kommen und mir persönlich darüber erzählen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ihr wisst, über ein Like und ein Abo würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.